Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei uns Angsthasen auf Weltreise. Heute mit einer Folge aus Koh Koat in Thailand. Wir sind mit dem Fährboot nach Koh Koat gefahren. Wenn ihr allerdings aus Bangkok anreist, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr reist an mit dem Bus oder Privattaxi, das dauert ungefähr 5 Stunden, bis ihr dann in Trat seid. Und von Trat nehmt ihr dann das Fährboot bis nach Koh Koat. Oder aber auch, ihr könnt fliegen von Bangkok nach Trat, das dauert ungefähr 1 Stunde. Und dann nehmt ihr auch das Fährboot von Trat nach Koh Koat. Ja, Koh Koat ist auch eine der größeren Inseln im östlichen Golf von Thailand, neben Koh Chang und Koh Mak. Es gibt aber auch noch einige kleinere Inseln drumherum, wohin man von Koh Koat aus Ausflüge unternehmen kann. Fanden wir jetzt nicht notwendig, denn auf Koh Koat kann man doch so einiges erleben. Zum Beispiel haben wir uns auf Koh Koat die Wasserfälle angeschaut. Zum Beispiel die Klong Chau, Huang Nam Kiau und Klong Yai Ke Wasserfälle. In der Nähe des Huang Nam Kiau Wasserfalls gibt es auch noch den Makayuk Old Tree. Der ist ungefähr 500 Jahre alt und war ganz besonders, denn der wurde von den Ansässigen dort auf der Insel verehrt. Überall waren kleine Darbietungen für den Baum. Ja, kann man ja auch verstehen. Wer wird schon 500 Jahre alt? Was gab's da alles so? Das krasseste Geschenk, was wir dort gesehen haben, war tatsächlich so eine Anziehpuppe mit einem ganz tollen Kleid, das dem Baum gehuldigt wurde. Hier gibt es ein Kleid, was jemand als Geschenk mitgebracht hat. Ja, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit und zeigen euch unsere Tour von vor Ort. Hi, wir sind jetzt auf Koh Koat. Ja, wir haben uns heute gedacht, wir erkunden ein wenig die Insel. Ich habe 2 Wasser gekauft und Nina ist schon startklar mit dem Motorbike. Wir haben jetzt unseren Roller oben abgestellt, wir sind am Klong Chau Wasserfall. Wir müssen jetzt noch den Pfad hier lang gehen, dann sind wir da und gucken mal, wie es aussieht. Ich fand es total gut, hier hoch zu klettern. Ist aber überhaupt nicht anstrengend. Also man muss nur aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ja. Prima. Hör auf, hör auf! Schönen Wasserfall. Ich habe eben schon zu Alex gesagt, irgendwie erinnert es mich an Kanada. Und jetzt schauen wir uns gleich mal den Wasserfall dort oben an.
Ja, von all diesen Wasserfällen, die wir jetzt zusammen gesehen haben und die wir euch gezeigt haben, welcher hat dir am besten gefallen? Also ich fand alle 3 Wasserfälle klasse. Mir hat aber am besten der Klong Chau Wasserfall gefallen, weil man dort auch schön schwimmen konnte. Man konnte sich von dem Wasserfall massieren lassen. Und ja, man konnte sogar von oben herunterspringen, wenn man mutig war. Und wie sieht's bei dir aus? Welchen fandest du gut? Ich fand den Huang Nam Kiao Wasserfall auch ganz cool, weil man da halt auch noch so ein bisschen rumklettern konnte. Das heißt, wer mutig war, so wie du, der konnte runter zu dem Wasserfall klettern und dann haben wir noch ein paar coole Bilder gemacht. Das fand ich auch ganz schön. Allerdings konnte man da natürlich nicht schwimmen, ne? Deswegen ist Weniger. Ja, deswegen ist, glaube ich, insgesamt dein Favorit auch der Klong Chau Wasserfall. Aber Kokot hat ja nicht nur Wasserfälle zu bieten. Ja, wir haben nämlich eine kleine Moped-Tour gemacht nach Ao Salat. Das ist ein kleines Fischerdörfchen. Und dort gibt es eine riesen goldene Buddha-Statue direkt über den Klippen am Meer. Und dort ist ebenfalls eine buddhistische Andachtstelle mit einer dazugehörigen Tempelanlage, wo auch noch Mönche leben. Es gibt aber auch noch weitere Tempelanlagen. Wir zeigen euch jetzt aber mal unsere Eindrücke von unserer Tour nach Ao Salat. Das ist der Pool. So, das sieht vielversprechend aus. Das ist nämlich ein super schöner Ausblick. Hier ist so ein Fischerdörfchen. Ao Salat, Phyu Kokot. Also sehr einfach, aber doch schön, wie ich finde. Was sagst du dazu? Anders. Oh, wie cool. Richtig einheimisch hier. Wow, das ist doch sowas, was ich schätze. So wie die Einheimischen leben. Ich finde es wunderschön urig. Ja, obendrein hat Kokot auch noch viel für die Kulinariker unter euch zu bieten, nämlich richtig gute und leckere Restaurants. Aber um da hinzukommen, lohnt es sich, einen Roller vor Ort zu mieten, denn der Roller ist das optimale Fortbewegungsmittel. Nicht nur um die tollen Restaurants zu erreichen und sich in den verschiedenen Küchen mal auszuprobieren, nein, auch um verschiedene sehr schöne Strände zu erreichen. Eine Sache ist uns aber passiert, als wir mit dem Roller unterwegs waren und die war überhaupt nicht lustig. Wir sind an einem bisschen windigeren Tag mit dem Roller unterwegs gewesen und auf einmal höre ich es rechts knacksen. Wir beide schauen nach rechts und eine riesen Palme ist gerade im freien Fall auf uns. Gott sei Dank hat Alex schnell reagiert und
das Gas angezogen, sodass die Palme im Endeffekt 1-2 Meter hinter uns aufgeprallt ist. Wir waren total geschockt, aber auch super happy, dass sie uns nicht getroffen hat. Ja. Ich war happy, dass Alex so gut reagiert hat. Und War auf jeden Fall ganz schön knapp und deswegen, wenn ihr vor Ort mit dem Roller unterwegs seid und der Wind ist ein bisschen stärker, aufpassen, dass Ja. euch das nicht auch passiert. apropos Wetter, da kommen wir doch auch schon zu unserem ersten Tipp. Ja, Tipp 1 ist, checkt den Wetterbericht vor Ort. Nicht nur um zu wissen, wie ist es auf der Insel selbst, sondern auch, wie ist es um euch drumherum auf dem Meer. Denn bei zu starkem Wind kann es sein, dass keine Fährboote mehr fahren und dann kommt ihr nicht von der Insel runter, wenn ihr runterkommen müsst. Zum Beispiel, um euren Flug zu erreichen. Tipp Nummer 2. Auf keinen Fall Moskitoabwehrmittel auf Kokot vergessen. Das gilt auch für die umliegenden Inseln. Dort sind so viele Sandmücken unterwegs, vor allem in der Abenddämmerung. Und wenn man jetzt nicht auf diese sehr starken chemischen Mittel zurückgreifen will, die natürlich effektiv sind, dann empfehlen wir zum einen Zitronengrasspray oder auch Kokosnussöl. Die fanden wir sehr gut. Man muss allerdings bedenken, Dass man die immer wieder neu aufträgt, weil ansonsten verlieren die ihre Wirkung und dann helfen die nicht so richtig. ja, das war's jetzt auch schon wieder von unserer Folge aus Kokot. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen unterhalten und den ein oder anderen Tipp mitgeben können. Wo geht's denn als nächstes hin? Nächste Folge geht's nach Koh Chang. Das ist die größte im östlichen Teil von Golf von Thailand. Und was wir da so machen, das zeigen wir euch nächste Woche im Video. Und da freuen wir uns, wenn ihr Lust habt, wieder dabei zu sein. Macht's ganz gut und bis bald. Ciao.